Ich habe hier mal so eine Schleifscheibe in der Hand und da steht allerhand drauf auf der Rückseite. Natürlich unser Name, VSM, aber auch die Typenbezeichnung, ganz wichtig, aber auch so eine Zahl, wie hier die Zahl 36 oder auch P36. Und diese Zahl bestimmt oder sagt aus, wie groß das Schleifkorn ist, was sich auf der Vorderseite befindet. Je kleiner die Zahl, desto gröber das Korn. Je größer die Zahl wird, desto feiner wird dieses Schleifkorn. Denn es wird gesiebt, es wird ausgesiebt. Muss man sich in etwa so vorstellen. Diese Zahl bezieht sich auf die Anzahl der Maschen des Siebes. Ich habe hier mal so ein Fenster gebaut. Das ist genau 1 Zoll mal 1 Zoll, also 25,4 Millimeter im Längenmaß. Und wenn ich dieses Fenster auf so ein Sieb lege und würde die Maschen da drin zählen, dann ergibt das die Zahl, die auf der Rückseite steht. Oder andersrum, das Sieb für die Korngröße, die wir dort angeben. Hier in diesem Fall wäre das ein Sieb mit 24 Maschen in die Richtung, also 24 Maschen in die eine Richtung und in die andere, ergibt das Sieb für ein Korn 24. Damit man sich das mal in der Größe ein bisschen vorstellen kann, habe ich hier mal so ein Schleifkorn. Das ist ein Siliziumkarbid im Korn 40. Ich streue das hier mal so drauf. Kann man sich in etwa mal vorstellen, wie groß oder auch wie klein dieses Korn ist. Wenn wir noch deutlich feineres Korn nehmen, dann habe ich jetzt hier mal ein Korn 500. Das kann man eigentlich so kaum noch sehen. Und wenn ich das hier drauf streue, dann sieht man, das ist eigentlich Staub, was wir hier haben. Das ist also ein Korn 500. Geht aber auch noch feiner. Wir haben Schleifmittel mit Korn bis zu 2500. Also nochmal 5-mal feiner davon. So, jetzt waren da aber diese Angaben mit P oder auch ohne P. Was hat das zu bedeuten? Das P signalisiert, dass dieses Siebverfahren nach FEPA-Normung geschieht. Die FEPA ist der Verband von europäischen Schleifmittelherstellern und der toleriert dieses Siebverfahren. Es gibt also gewisse Toleranzen, dass ein bisschen kleineres Korn, auch ein ganz kleines bisschen gröberes Korn damit drin sein darf, aber die Toleranzen sind halt sehr eng. Damit ist das Ganze reguliert. Was jetzt mit den Schleifmitteln, wo das P nicht davor steht? Das sind Schleifkornarten, die sich schlecht sieben lassen, da passt das nicht so richtig rein, wie zum Beispiel unser Actirox-Korn. Das zeige ich Ihnen jetzt hier mal auf diesem schwarzen Feld. Das ist ein keramisches Schleifkorn, was schon eine Größe hat, die vorgegeben ist. Und nicht nur das, auch die geometrische Form ist entsprechend vorgegeben. Das sieht man jetzt da. Das ist ein Korn, was in etwa der Größe 36 entspricht, vom Schleifverhalten. Also die groben Körner mit den niedrigen Zahlen für die groben Arbeiten, das Ausschleifen von Fehlern, das Abtragen von viel Material, auch das Einebnen von Schweißnähten zum Beispiel. Und dann wird man in den Oberflächen feiner. Wenn man denn eine feine Oberfläche haben möchte, würde zum Beispiel auf Korn 50 gehen, dann Korn 80, 120 und so weiter. Man macht die Oberfläche also dann mit zunehmender Zahl immer feiner, bis hin zu vielleicht Korn 2500. Und auf Metall entspricht das dann schon fast einer spiegelnden Oberfläche. Also so fein kann man schleifen. Ja, wenn Sie dazu noch irgendwelche technischen Fragen haben, dann schreiben Sie doch bitte in die Kommentare.